Forza Motorsport ist Turn-10s neue Plattform, auf der sie groß aufbauen wollen. Natürlich hat es momentan arge Probleme beim Start, viele Bugs und fehlender Content, der wohl in Zukunft noch kommen wird. Aber hier haben wir 25 Dinge, die mir in den Sinn kommen und der Community, denn einige der Ideen habe ich auch aus den Kommentaren vergangener Forza-Videos genommen und wir wollen hoffen, dass es sich vielleicht in diese Richtung entwickelt. Der Multiplayer sollte wieder Lobbys haben, wie man es aus Forza Motorsport 4 oder sogar Gran Turismo kennt. Es gibt zwar private Lobbys, diese kann man aber nicht öffentlich machen wie damals. Der Vorteil darin wäre, dass sich neue Spieler finden, die sich vielleicht sogar anfreunden, neue Gruppen bilden und allgemein, man kann einfach nach seinen Regeln spielen, woran man gerade Spaß hat, und Leute, die selbst auf der Suche nach Fahrern sind oder neuen Kollegen, mit denen sie dann öfters fahren, haben es leichter, Leute zu finden, wenn es wieder eine Server- oder Lobby-basierte Liste gibt, in der Leute nach dem suchen können, worauf sie gerade Lust haben. Strengerer BOP für spezifizierte Events. Wenn ihr einem spezifizierten Event beitretet, bekommt ihr bereits die Meldung, dass euer Auto angepasst wird. Alle Autos werden ungefähr dieselbe Leistung haben, gleichzusetzen mit der Homologisation, zum Beispiel damals bei Forza Motorsport 7. Allerdings bleibt das Feintuning offen, was dort wieder dafür sorgt, dass es starke Unterschiede geben kann und der eine vielleicht wieder schneller ist als der andere. Dies sollte man entfernen, dass die Fahrzeuge wirklich absolut gleichwertig sind und es keine Vorteile durch Feintuning gibt. Das kann man ja offen halten für die offenen Veranstaltungen. Das gleiche Prinzip wird bei Gran Turismo angewandt und funktioniert eigentlich ganz gut. Vor allem, da es auch einige Spieler gibt, die nicht das nötige Know-how haben, um Autos fein zu tunen, effektiv fein zu tunen, eher gesagt. Natürlich gibt es aber auch Spieler, die nur ungern darauf verzichten wollen würden, ihr Auto nochmal fein zu tunen. Deswegen sollte man dafür extra nochmal einen extra Modus bringen. Quasi ein Modus, wo es absolut hundertprozentig fair zugeht. Alle Fahrzeuge haben die gleichen Upgrades und keine Feinabstimmung. Und der andere Modus, da haben die Autos alle die gleichen Upgrades, dafür aber auch die Möglichkeit, dass jeder Spieler an und für sich noch Feinabstimmung machen kann. So wären beide Lager bedient und jeder kann das spielen, womit er am glücklichsten ist. In eigenen Lobbys sollte man wieder bis zu 11 Bots einstellen können und auch deren Autos auswählen können, wie man es aus Forza Motorsport 4 kennt. Das hat den Vorteil, dass kleinere Grüppchen, die vielleicht nicht 10, 12 oder mehr Fahrer zustande bringen, trotzdem ein volles Feld kreieren können mit vielen Autos für ein spannendes Rennen. Natürlich muss dafür die KI noch weiterentwickelt werden, beziehungsweise sich selbst weiterentwickeln, da sie aktuell noch dazu neigt, den Spieler hart und ungerecht zu behandeln, sage ich mal. Denn es kommt immer wieder vor, dass sie dir hinten reinfahren oder einfach nicht darauf reagieren, wo sich der Spieler gerade befindet. Auch ist es nicht von Vorteil, dass die KI dir vorne wegfährt, wenn sie vor dir ist, aber sobald du sie überholst, extrem abbremst. Das müsste natürlich noch weiterentwickelt werden, aber an und für sich wäre das ein schönes Feature für private Rennen oder auch Rennen, die man dann eben öffentlich stellen kann. Spiele wie Virus, Katz und Maus, Runden-KO oder Autofußball sollten zurückkehren. Das ist eine nette Abwechslung von den Rennen. Und wie bereits erwähnt gerade, Autofußball war in Forza Motorsport 4 eins der lustigsten Events überhaupt. Quasi Rocket League in der Alpha-Version. Wäre ein Highlight, das wiederzusehen. Mehrklassenrennen. Diese gab es damals auch. An und für sich ist da eigentlich nichts Besonderes dran, aber irgendwie macht es dann doch schon einen gewissen Reiz aus. Es ist im Grunde nichts anderes, als dass eine Truppe, zum Beispiel 6 Spieler mit einem B-Klasse-Wagen starten und ihr eigenes Rennen fahren und 6 weitere Spieler fahren in der S-Klasse ihr eigenes Rennen. Alle zusammen auf derselben Strecke. Ich weiß nicht warum, aber mir hat das damals sehr viel Spaß gemacht und es würde mich freuen, wenn die wiederkommen. Im Design-Editor sollte es endlich mal möglich werden, Scheiben zu bekleben. Selbst GT7, The Crew, Motorfest oder Need for Speed Unbound können das mittlerweile und Spieler warten auf dieses Feature schon ewig.
Man sollte Fahrzeuge wieder selbstständig homologisieren können. Das ist im Grunde nichts anderes als die Anpassung für spezifizierte Events. Das ging zuletzt in Motorsport 7. Jede Fahrzeuggruppe hatte dort ihre eigenen Regeln. GT-Fahrzeuge zum Beispiel waren auf dem LI-Leistungsindex 835 beschränkt mit 447 kW. Wenn ich mich nicht vertue, indem ihr auf Homologisieren gedrückt habt, habt ihr dann einfach den Wagen so nah es geht an diese Beschränkung rangebracht, wodurch ihr dann viel einfacher faire Rennen in privaten Lobbys gestalten konntet. Ihr habt zwar die Möglichkeit, in privaten Lobbys den Leistungsindex und so weiter selbst einzustellen, was auch ich schon gemacht habe, nach Forza Motorsport 7 Regel Vorbild, aber ein schnelles Upgrade hat zu nichts geführt. Entweder ist es eigentlich so gedacht wie das Homologisieren, aber ist verbuggt, oder da ist irgendwas anderes nicht richtig. Ich zumindest konnte dort nichts machen, damit die Wagen an meine voreingestellten Lobbyregeln angepasst werden. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Bug, der irgendwann noch gefixt wird. Warten wir es mal ab. Aber wenn nicht, wäre es trotzdem toll, wenn man das wieder so einführt. Mehr Rennwagen. Darüber sprachen wir schon mal in einem alten Forza-Video. Motorsport ist voll mit Serienfahrzeugen, was an sich nicht schlimm ist, aber Klassiker wie aus der GT1 oder GT2 sollten auch zurückkommen. Bestes Beispiel wäre natürlich mal wieder Motorsport 4. Nur weil Klassiker wie ein Benz 190e, BMW E36 oder ein M3 GTR, Honda NSX oder Nissan Skyline als Serienfahrzeug da sind, heißt das noch lange nicht, dass uns deswegen das GT-Rennfeeling begrüßt, wenn wir dort ein paar Aufkleber drauf machen. Denn diese Autos unterscheiden sich selbstverständlich stark von den Rennwagenversionen. Rennstrecken. Damals, als Motorsport noch auf der Xbox 360 lief, gab es viele Strecken, die anders waren als klassische Strecken wie der Nürburgring oder Hockenheim. Strecken, die uns in Städte oder Berge geführt haben. Die waren wundervoll designt und waren einfach mal eine schöne Abwechslung und haben ein noch breiteres Angebot an Rennstrecken an sich gewährt. Es wäre schön, wenn diese Strecken remastered zurückkommen würden. Bestes Beispiel, welches sich die meisten Spieler natürlich wünschen, wäre unter anderem Fujimi Kaido. Aber gibt es auch noch viele andere Strecken, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Recycling. Recycling ist eine Masche, die mit Forza Horizon 5 eingeführt wurde. Es werden mit Absicht viele Autos oder auch jetzt im Motorsportfall Rennstrecken aus dem Spiel genommen, nur um sie in späteren Content-Updates wiederzubringen und als neuen, exklusiven Inhalt zu betiteln. Vielen Spielern ist längst aufgefallen, dass das nur eine Masche ist, mit der Content bzw. Updates gefüllt werden sollen, damit es so aussieht, als würde der Entwickler sich gut um sein Spiel kümmern. Aber teilweise kommen die Autos dann nicht remodelt zurück, sondern unverändert, wie sie vorher waren. Und das ist einfach nur eine faule und fast schon respektlose Art, den Spielern Content zu bieten, der eigentlich nicht neu ist. Wir haben auch hier in Motorsport sehr viele Autos verloren, die mit Sicherheit wieder zurückkehren werden. Zum Beispiel im Forza GT-Bereich sind viele der GT-Sportwagen einfach weg. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sie irgendwann dann wieder bekommen werden und da wieder ein großer Trubel drum gemacht wird, obwohl es ja nichts Neues ist, sondern nur etwas, was uns mit Absicht vorenthalten wurde. Ein Hersteller-Bonussystem wäre doch was Feines. Sowas kennt man zum Beispiel aus Motorsport 4. Je mehr du mit deinem Auto einer Marke fährst, umso höher steigt dein Affinitätsbonus. Quasi der aktuelle Auto-Level-Fortschritt, nur auf die gesamte Marke bezogen. Sowas wie Blinker wären ja auch was Feines gewesen. Man kennt es zum Beispiel aus GT7. An sich ein Feature, was man nicht unbedingt zwingend braucht, wäre aber schon cool. Vor allem, wenn man Open Track Day fährt und den anderen Fahrern hinter sich signalisieren kann, ob er links oder rechts überholen soll gleich. Einfach ein kleines, cooles Feature, was aber natürlich schwer ist, wenn man Autos nicht neu modelliert oder so, sondern einfach nur recycelt. Und wo wir gerade schon bei GT7 waren, wie wäre es mit Fahrlizenzen in Forza? Vielleicht lernen so manche Crasher dann auch endlich mal in Forza, wie man richtig fährt. Klingt vielleicht einfach abgekupfert von GT7,
Aber wen juckt's? Fahrlehrer A prügelt sich ja auch nicht mit Fahrlehrer B, weil beide eine Fahrschule aufhaben. Wie wäre es, Clubs zurückzubringen? Und ein Teamfeature einzubringen, mit dem man im Karrieremodus zum Beispiel Koop-Rennen als Team fahren kann. Das würde dem Karrieremodus nochmal einen kleinen Extra-Kick geben und man hätte die Möglichkeit, abseits der Online-PvP-Rennen zusammen mit seinen Freunden Teamrennen zu fahren. Verbessertes hat. Man sollte zum Beispiel seine Traktionskontrolle oder Bremskraftverteilung einstellen können, während man fährt. Sowas kennt man aus Gran Turismo 7. Oder ein Radar, der dir anzeigt, wo sich dein Gegner befindet. Es gibt zwar diese Pfeile, aber gut, die sind jetzt nicht schlecht. Aber ein Radar würde ich trotzdem besser finden. Einfach allgemein, dass man während des Rennens ein paar Möglichkeiten hat, an den Fahrhilfen seines Autos rumzuschrauben. Genauso eine Anzeige deiner Sektoren, die du gefahren bist. Das sind alles Feature, die eigentlich nicht fehlen sollten. Kennt man aus GT7. Der öffentliche Trackday sollte zurückkehren. Damals konnte man einfach in eine Open Trackday Lobby gehen, das Auto wählen, worauf man gerade Lust hatte und dann Runden drehen, Bestzeiten fahren, die Strecke trainieren oder sonst was. Und das zusammen mit anderen Spielern. Diesen Modus gibt es auch nicht mehr. Man kann ihn zwar in privaten Lobbys machen, allerdings können dort auch nur deine Freunde mitfahren. Normale öffentliche Lobbys, neben den Rennen, die nur zu bestimmten Zeiten starten, so wie es aktuell in Motorsport der Fall ist, sollte es auch wieder eine Auswahl an normalen Lobbys geben, die kurz nacheinander Rennen starten. Da gab es eine breite Auswahl in Motorsport 7 und es wäre schön, auch da wieder diese Möglichkeit zu haben. Ein gutes Belohnungssystem sollte zurückkehren. Wheelspins oder ein System wie in Motorsport 7 gibt es nicht mehr. Du kriegst zwar bei Levelaufstiegen manchmal ein paar Credits extra, aber das war's auch schon. Warum dieses Feature nicht mehr da ist, ist genauso fragwürdig. Als ich hier am Computer saß und die Liste mit den Ideen entwarf, bin ich auch einfach mal auf Twitch gegangen, um Streamer, die gerade live sind, zu fragen, was sie sich so wünschen würden. Leider waren nicht viele online. Es ist allgemein sehr wenig los im Motorsportbereich, was Streaming angeht. Ich fand aber die Turbo-Enten ein lustiges Trio. Ich meine, guck mal, die sitzen da einfach zu dritt nebeneinander und fahren Rennen. Irgendwie ist das doch so cool, oder? Auf jeden Fall brachten sie mich auf die Idee der Ligen. Eine Liga oder auch Meisterschaften gibt es in dem Sinne auch nicht mehr in Motorsport. In Motorsport 7 gab es diesen Modus noch, hier aber ist er eigentlich verschwunden. Und unter dem vorgestellten Mehrspieler-Modus, da sehe ich keine Liga drin. Das ist halt einfach Mehrspieler, wie wir ihn kennen. Nur eben, dass er diesmal mit Training und Qualifying ist und nur zu bestimmten Zeiten die Rennen starten. Mehr ist das nicht. Wäre also cool, wenn sie irgendwann auch wieder die Liga einführen würden. Ich persönlich bin da nie mitgefahren, aber es gibt sicher viele Spieler, die sich freuen würden, wieder in einer Liga fahren zu können. Das Auktionshaus ist nicht mehr da. Warum eigentlich? Könntet ihr es bitte zurückbringen? Forza Edition Autos scheinen keinen Bonus mehr zu haben. Zumindest wird einem dies nicht mehr angezeigt. Was genau da los ist, weiß ich nicht. In den alten Games hatten sie auf jeden Fall immer Bonusse, seien es Credit-Bonusse oder EP-Bonusse. Wäre also cool, wenn die Autos wieder ihren Sinn zurückbekommen. Natürlich haben sie immer einzigartige Breitbausätze, aber der Bonus war ja eigentlich auch immer ganz cool. In Horizon kann man den Wagen beim Tune starten und schauen, wie sich Teile auf den Sound auswirken. Das geht in Motorsport überhaupt nicht. Wäre also cool, wenn man dieses kleine Feature auch wieder mit reinbringen würde. In alten Games wie zum Beispiel Test Drive kann man in seinem Haus rumlaufen. Wäre doch cool, wenn man auch in der Werkstatt rumlaufen kann, um sich auch die im Hintergrund geparkten Autos anschauen zu können. Wäre zumindest ein ziemlich cooles Feature. Spiele wie PGR hatten das zum Beispiel damals auch. Es wäre cool, wenn Motorsport dann irgendwann mal so aussieht, wie sie es uns anfangs verkauft haben. Klar, wenn du ein Rennen fährst, interessiert dich das Gras eher weniger oder sonstige grafische Dinge in deinem Umfeld. Aber Forza hat da schon extrem
Unterschiede zu dem, was sie uns im Trailer gezeigt haben. Und viele Spieler regt sowas natürlich auf. Es wirkt sich halt auf einige Details im Spiel aus. Und natürlich gab es da auch Kritik, von wegen, was soll daran so schlimm sein. Aber es sind halt kleinere Details, auf die man dann halt achtet, wenn man sowas vergleicht. Denn einfach nur aufs Grundlegende zu achten, bringt ja nichts. Und sowas totzuschweigen ist genauso schlecht, weil wenn die Entwickler mit euch machen können, was sie wollen, ohne dass Gegenwind kommt, dann könnt ihr damit rechnen, dass Spiele in Zukunft qualitativ leiden werden. Denn was bringt's, wenn die in irgendwelchen Vorschau-Trailern super toll aussehen, damit quasi die Verkaufszahlen gepusht werden und das Endprodukt ist dann ein Totalschaden. Also da kann man leider nichts schönreden. Das ist einfach eine Sache, die komplett verkackt haben und da hoffe ich, dass es in Zukunft irgendwelche Updates in der Hinsicht geben wird. Dieses Beispiel hier zeigt es eigentlich ganz gut, was ihr hier im Hintergrund seht. Und von allen, die behauptet haben, bei ihnen wird es genau wie im Trailer aussehen, habe ich bisher noch keine Gegenüberstellung gesehen, keine Gameplay-Aufnahmen, die das Gegenteil beweisen. Also, wenn es bei euch aussieht wie im Trailer, immer her damit. Schickt mir gerne einen Link oder so zu eurem Video, wo ihr zeigt, dass es alles genauso aussieht und genauso belichtet ist. Ne, natürlich ist das nur am Ende ein kleines Ding, man kann trotzdem in Ruhe seine Rennen fahren, aber es ist schon sehr heftig, was sie uns da quasi verkauft haben in ihren Trailern und was sie uns dann geliefert haben. Und zu guter Letzt haben wir eure Ideen. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr euch noch für Forza Motorsport wünschen würdet, was jetzt vielleicht nicht im Video vorkam und was ihr allgemein von dieser Liste haltet. Was haltet ihr von den Ideen? Was davon würdet ihr euch auch besonders gern zurückwünschen oder dazu wünschen? Denn wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn ihr von Anfang bis Ende dran geblieben seid. Lasst gerne ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr euch noch wünscht für die weitere Entwicklung von Forza Motorsport. Schaut gerne auch mal auf Twitch vorbei, wenn ihr mal mitfahren wollt. Hier zum Beispiel war ich gerade mit dem guten Kenny von Couch Crew TV unterwegs. Der veranstaltet freitags gerne mal so ein Multiplayer-Event. Da fahren wir dann in privaten Lobbys, wenn wir genug Spieler sind. Und ja, das können wir natürlich auch so mal machen, wenn der gute Kenny das gerade nicht macht. Ne? Je nachdem müssen wir mal schauen, wie viele Fahrer wir zusammenkriegen. Oder ihr schließt euch einfach an, wenn wir dann allgemein wieder diese Riesentruppe bilden. Ne? Link dazu auch in der Beschreibung. Einzige Voraussetzung im Grunde nur, dass ihr saubere und faire Fahrer seid. Crasher fliegen raus. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.